Der Führerschein in Paraguay ist ja für viele eigentlich gar kein großes Thema, denn sie machen den ja mit dem Einwanderungshelfer direkt mit, so als Serviceleistung, und dann hat man eigentlich keine Probleme. Wir haben den damals ja selber gemacht, weil wir den hier oben in Philadelphia machen wollten, um nicht jedes Jahr wieder nach der Stadt zu fahren, wo wir den dann mit dem Einwanderungshelfer machen, um an unseren Aufkleber zu bekommen. Denn Führerscheine in Paraguay müssen ja einmal im Jahr erneuert werden, oder besser gesagt, da muss man wieder eine Gebühr bezahlen, dann bekommt man so einen Aufkleber in den Führerschein reingeklebt. Und deswegen haben wir den damals hier gemacht. Wir mussten damals, ich glaube, 20 Fragen beantworten, wovon man 8, glaube ich, falsch machen durfte. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Dann mussten wir einmal mit den Polizisten noch hier um den Block fahren, und nee, stimmt nicht. Dann kam ja noch dazu, dass wir einmal die Blutgruppe analysieren lassen mussten. Stimmt. Wir hatten das vorher in Deutschland gemacht, weil wir gedacht haben, naja, dann haben wir das. Macht das nicht. Wir mussten die hier nochmal analysieren. War viel billiger als in Deutschland, ging auch viel schneller. Dann gab es noch einen Seh- und einen Hörtest. Und das war dann, glaube ich, damals alles, was wir machen mussten. Falls ihr den Führerschein selber machen wollt, informiert euch einfach bei eurer Municipalidad, wo ihr den machen wollt. Die haben eigentlich oft auch einen Zettel, wo die dann genau sagen, was es da zu machen gibt. Bei uns war es jetzt dieses Jahr nach 5 Jahren etwas anderes. Nach 5 Jahren muss der Führerschein nämlich nochmal erneuert werden. Eine Renovation muss da gemacht werden. Und da kann ja Sarah euch mal erzählen, wie wir das gemacht haben. Genau, wir sind erstmal zur Muni gegangen, auch haben uns da nochmal informiert, was wir genau dafür brauchen. Die haben uns so einen kleinen Zettel mitgegeben, wo halt alles draufsteht, den blenden wir ein. Also wir blenden euch eigentlich, ich glaube, alles ein. Alles. Ja. Dann, wo wir wussten, was wir brauchen, sind wir zum Erste-Hilfe-Kurs gegangen. Danach sind wir ins Krankenhaus gefahren, weil hier halt alles über das Krankenhaus läuft. Es ist jetzt nicht wie in Deutschland, man geht zum Arzt und zum Augenarzt, zum Ohrenarzt und kriegt dann da die Zertifikate. Nein, hier in Philadelphia ist es im Krankenhaus, weil eigentlich alle Ärzte da drin sind. Haben unseren Sehtest, unseren Hörtest gemacht, haben auch die Zertifikate bekommen und sind dann halt hier wieder zur Muni gegangen, haben da alles erledigt. Wo wir diese Renovation machen wollten, hat sie uns halt auch noch mal wieder diesen Zettel gegeben, weil klar, in 5 Jahren kann sich einiges ändern, wo man halt Gesundheitsfragen beantworten muss. Die blenden wir euch auch noch mal ein. Ja, also eigentlich, man geht halt in die Muni rein, meldet sich da quasi an, dann muss man einmal bezahlen und dann kann man erst den Führerschein neu machen. Ja, ich bin immer nicht so die der vielen Worte, deswegen redet auch meistens Martin. Aber ich glaube, das war es eigentlich schon, ne? Ich habe mich ja jetzt zurückgehalten, ja, weil wird ja immer kritisiert, dass ich Sarah so ins Wort falle. Ja, das ist auch richtig, das kommt auch so rüber. Aber wie Sarah ja gerade schon gesagt hat, bin ich meistens der so viel quatscht und da auch mehr erzählen kann. Ja, zu den Kosten, weil Sarah ja gerade schon erzählt hat, was wir bezahlt haben. Also damals unseren Führerschein hat, glaube ich, die Sprechstunde beim Krankenhaus irgendwas mit 50.000 pro Person. Ja, damals war das irgendwas mit 50.000, aber das ist auch schon 5 Jahre her. Ja. Und der Führerschein selber hatte damals 90.000 gekostet. Ungefähr, nagelt uns darauf nicht fest, ist 5 Jahre her. Heute haben wir bezahlt 90.000 für den Erste-Hilfe-Kurs, 105.000 für die Krankenhausuntersuchung und 120.000, glaube ich, jetzt gerade noch mal pro Führerschein, um den zu erneuern. Also 3 mal 120. Aber allerdings, weil du 2 Führerscheine hast, musstest du den Erste-Hilfe-Test zweimal. Also wollte ich jetzt auch nicht mit dem rumdiskutieren. Ja, ich brauchte dieses Zertifikat. Kann sein, dass das hier zweimal. so ist. Aber ja wie gesagt, ihr müsst immer an eurer jeweiligen Municipalidad fragen, was macht ihr oder was braucht ihr da genau, um dann auch genau die Vorgaben zu erfüllen, die da gefragt sind. Und wir haben es jetzt halt mal für Philadelphia ausgeführt. Es wird sicherlich irgendwo immer das Gleiche sein. Und zur Not fragt euren Einwanderungshelfer, mit dem ihr sowieso die Cedula gemacht habt. Und der wird euch dann auch zur Not nochmal weiterhelfen. Oder einfach bei der Muni fragen. Ich sage ja, am besten immer bei der Muni fragen. Nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen fragen, nirgendwo Facebook fragen. oder... Fragt immer direkt da, wo ihr die Frage habt. Wenn ihr Fragen zur Steuer habt, dann
fragt einen Steuerberater. Habt ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen, die ein Rathaus betreffen, geht zum Rathaus, fragt da. Weil da kriegt ihr die Antwort, die ihr braucht, die ihr dann auch vor Ort braucht und nicht in irgendeiner anderen Gemeinde oder irgendwelche Erfahrungen, die irgendwer woanders hat. Und jetzt erzähle ich schon wieder zu viel. Nee, ja doch, das schon, aber alles gut. Ja, ich denke mal, das war's. Und falls noch irgendwie andere Sachen kommen, werden wir dann in Zukunft weitere Videos machen. Genau. Ach, nur ganz kurz, jetzt fällt mir wieder das ein, weil ja jetzt die 5 Jahre vorbei sind. Wir machen noch ein 5-Jahres-Video, wenn wir die Zeit dazu finden. Also das schlägt uns alles hier schon wieder in unsere ganzen Pläne. Deswegen, aber das muss ja gemacht werden. Aber wir machen für euch auch noch mal ein 5-Jahres-Video, denn bei uns wird sich halt, wie wir schon öfters mal angekündigt haben, noch viel ändern. Und da klären wir euch dann darüber auf. Zum 5-Jahres-Video habt ihr jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, unter diesem Video Fragen zu stellen, die wir dann eventuell da beantworten können, wenn wir sie beantworten können. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war das alles, was so zum Führerschein in Paraguay zu erzählen gibt oder was wir zu erzählen haben. Eventuell noch, dass es verschiedene Klassen gibt, da können wir auch noch mal ein Foto zu einblenden. Aber wie gesagt, was ihr da genau braucht, sprecht ihr mit den jeweiligen Ansprechpartnern ab. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.